Also für mich ging es jetzt in der letzten Woche darum, hey, was bedeutet Sicherheit eigentlich? Wie kreieren wir Sicherheit? Wie kreiere ich ein Gefühl von Sicherheit? Und ich bin ein Mensch, ich habe so ein Kink, ähm, dass ich total drauf abfahre, wenn ich mich unsicher fühle. Mhm. Ähm, und sich das niederschlägt in so ganz vielen Lebensbereichen. Und dass so mein Selbstsabotage-Mechanismus mich auch immer wieder dahin treibt in ein Gefühl von Unsicherheit oder Stress oder so existenzielle Bedrohung, weil irgendwas in mir sagt, dass wenn ich das dann überwinde, kann ich stolz auf mich sein und das bestätigt mich, dass ich alles schaffen kann. So. Mhm. Und jetzt letzte Woche, ich habe 2 große Events organisiert und mh, gerade so im Hinblick zu wissen, dass mein Leben endet, habe ich mir keinen Stress gemacht wegen den Events, weil ich mir bewusst war, dass diese Events mein Leben nicht groß beeinflussen. Es sind einfach Events. Das heißt, egal was da laufen wird und egal welche Schwierigkeiten aufkommen werden, ich brauche überhaupt nicht gestresst sein, weil es bringt nichts. So, ähm, ich werde da einfach durchgehen können. Und das Thema Sicherheit war aber ein großes Thema. Und dann kam mir in einem Moment so die Erkenntnis, was schafft für mich denn das Gefühl von Sicherheit? Wie kann ich meinen Kink vielleicht ein bisschen andersrum oder von der anderen Seite beleuchten? Und dann kam ein Satz auf und dieser Satz beinhaltet 3 Worte und alle 3 Worte haben in meinem Leben immer so ein gemacht, so, so ich bin da nicht, ich kann das nicht. Also ich war nicht wirklich in Liebesbeziehung mit diesen 3 Begriffen. Und zwar, das eine ist die Sicherheit, das andere ist Verantwortung und Vertrauen. Und dann saß ich so da bei dem Event, ein wunderschöner Moment, und dann kam mir, aha, okay, ähm, Sicherheit für mich kann ich schaffen durch mein Vertrauen in meine Responsibility. Und ich mag das englische Wort so gerne, weil das Deutsche weniger passend ist, weil Responsibility ist eine Fähigkeit, ist die Fähigkeit zu reagieren. Und Verantwortung auf Deutsch trägt das nicht so in sich. Verantwortung war für mich immer so was: „Oh Gott, ich trage Verantwortung, das ist total schwer und wenn ich irgendwas verkacke, dann muss ich dafür bezahlen.“ Und Responsibility ist eben was ganz anderes. Also habe ich rausgefunden, dass mein Vertrauen in meine Responsibility, mein Vertrauen in meine Fähigkeit, antworten und reagieren zu können auf Impulse, das schafft Sicherheit. Also egal welcher Impuls von außen kommt oder auch von mir von innen, wenn ich meine Fähigkeit erweitere, alle Impulse zu nehmen und wie zurückzuspielen oder mit denen zu spielen und meinen Handlungsspielraum auszuweiten, das schafft Sicherheit. Das Also, ist so spannend. Ja, das ist mega spannend. Es beschäftigt mich auch gerade sehr, das Thema Sicherheiten jetzt von dir noch mal zu hören. So, war gerade so wie, woher kommt diese Synchronizität so? es ist, glaube ich, ein wichtiges Thema so im Allgemeinen. Und diese Mhm. Sehnsucht nach Sicherheit, dem Gefühl von Sicherheit. Und die Sicherheit liegt nicht in der Komfortzone. Die Ja. Sicherheit liegt nicht da, wo wir glauben, dass alles berechenbar ist, Mhm. weil wir können uns nicht sicher sein. Wir sind nicht sicher. Unser Leben ist nicht sicher. Aber ich kann ein Gefühl von Sicherheit generieren, wenn ich
vertraue, dass ich reagieren kann auf das, was mich vielleicht triggert oder mich herausfordert, dass ich auf die Herausforderung reagieren kann. Und das ist eine Fähigkeit und die Fähigkeit können wir trainieren und üben. It's a skill. Mhm. Ja, es ist so dieses innere, das hat mich auch sehr beschäftigt, diese innere Sicherheit, die, egal was im Außen passiert, man fühlt sich einfach sicher, anstatt so dieses im Außen Aspekte zu kreieren oder zu generieren, die einem suggerieren, dass man sicher ist. Ähm, da gibt es wie so ein Shift rein, einen Bewusstseinsshift in so sich eine sichere Umgebung suchen zu innere Sicherheit etablieren oder ähm, aufbauen, die schlussendlich in jeder Situation dann ähm, ja, so sein Mhm. kann. So. Das ist voll, voll die Death-Weisheit. Und Ja, darum geht es irgendwie die ganze Zeit eigentlich. Das ist voll ja, aber spannend. das ganze Leben ist nicht sicher. Wir sind nicht Mhm. auf Sicherheit aufgebaut. Und was auch damit zusammenhängt, ist, dass wir nicht gewohnt sind, auch körperlich, physisch nicht gewohnt sind, so ein höheres Energielevel, in einem höheren Energielevel zu spielen. Das heißt, häufig höre ich, ja, sicher fühle ich mich, wenn mein Nervensystem total ruhig und relaxed ist. Es gibt aber immer wieder Situationen, die uns herausfordern, die uns irgendwie hibbelig machen oder wo so die Energie höher wird, wo das Herz schneller anfängt zu schlagen, wo unsere Reaktionsfähigkeit wirklich gefragt ist. Und das sind häufig Situationen, in denen sich, ja, viele Menschen, mit denen ich mich unterhalte, so in eine Unsicherheit geraten, weil dieses Gefühl nicht, wir sind nicht an dieses Gefühl gewöhnt. Und dieses Gefühl bedeutet erst Bedrohung, so wow. Ja, mein ganzes System sprudelt. Wow, was mache ich damit? Das ist so die Ekstase, Kontrollverlust ein bisschen. Was mache ich damit? Boah, schnell wieder zurück, zurück, zurück irgendwo hin, wo ich voll das Gefühl habe von Sicherheit. Aber was ist, wenn wir wirklich üben und trainieren, Stück für Stück, uns dran zu gewöhnen, dass dieses höhere Energielevel, also dieses Sprudelige, voll okay ist und dass uns das eigentlich wach macht und reaktionsfähig macht. Das ist so auch das Angst und Excitement. Also für mich Excitement verbinde ich auch mit einem Lustaspekt. Sagen wir mal, Angst und Lust macht eine ähnliche Körperreaktion. Das aktiviert unser System. Und in der Angst kriegen wir dann diese Mechanismen, ey, entweder wir laufen weg schnell, aber das ist auch eine Reaktion, oder wir kämpfen, das ist auch reaktiv. Nur Freeze ist so das Eingefroren werden und überhaupt nicht mehr agieren können, das ist das Einzige, in dem wir dann taub sind und nicht in der Lebendigkeit. Und mit der Lust ist es ähnlich, weil die Lust oder so die Aufgeregtheit macht das gleiche Körpergefühl. Ne? Das Herz klopft schneller vor, weiß ich nicht, wenn wir eine große Rede halten oder wenn es irgendein Bewerbungsgespräch ist oder ein wichtiges Gespräch mit einem Menschen, dass wir wissen, dass wir es führen müssen, was aber verbunden ist mit so einem Aufgeregtsein, weil es ist unberechenbar. Das heißt, wenn wir die Angst vor der Unberechenbarkeit umwandeln können in, wow, ich habe Lust, mit einem Staunen in die Situation zu gehen und ich habe Lust, darauf zu vertrauen, dass ich reagieren kann, dann bekommt es eine andere Qualität und irgendwie für mich viel mehr Leichtigkeit. Und es hat auch was Spielerisches, so, okay, let's play the game. Ja, und da findet die Lebendigkeit statt.
Da, wo Reibung ist, da, wo Kontakt ist und auch Kontakt mit dem, was wir vermeiden wollen, weil wir nicht schon vorher wissen, wie der Outcome ist, da findet die Lebendigkeit statt. Mhm. Mhm. Das heißt eigentlich so eine Weisheit, also eine Todesweisheit ist so, wie können wir dahin gehen, an die Momente hingehen, die wir eigentlich vermeiden wollen. So. Also, oder in den Kontakt oder in was wollen wir vermeiden? Ja, Ich habe uns mit unserer Courage mhm. verbinden. Und die Ich habe Courage erst kommt gerade vom auch Herzen. in YouTube gehört. Mhm. Ja. Ich habe erst gerade in YouTube geschaut, das hieß Love is a Killer. Und da ging es darum, dass erst dann, wenn wir anfangen, ähm, geradlinig in die Trigger Zone reinzugehen, kommt wirklich der Moment, wo also die Begegnung, die Liebe, die zwischen zwei Menschen oder mehreren Menschen oder einfach im Kontakt von uns mit der Welt ist, ähm, da in den Triggers ähm, haben wir wirklich die Möglichkeit, aus uns herauszuwachsen und in uns den transzendenten Aspekt von Liebe zu erfahren. So da, wo sie uns erweitert, da, wo wir eigentlich noch geschlossen sind, da, wo wir etwas nicht wahrhaben wollen oder nicht sein wollen, da diese Türe zu öffnen, ist eigentlich da, wo uns Liebe am meisten beschenkt. So. Und Love is a killer. It kills the things that we don't want to, that we don't want to be yet, or that we don't want to look at yet. Ja. Und es ist schon nochmal so die Frage, wie ist dein Leben, wenn ähm, so, meine Frage ist so ein bisschen, bis jetzt sind wir uns mega gewohnt, nicht an diese Orte zu gehen oder diese Orte zu vermeiden. Ähm, Ich hoffe, ich kann das so generell sagen, dass es einfach so stattfindet. Und wie fühlt sich dann ein Leben an, wo es ganz normal ist, die ganze Zeit ähm, so, also sich so umzupolen, dass man merkt, so, ah, da ist eine Expansionsmöglichkeit, da muss ich hin. So wie das Gefühl von, also wie dieses Gefühl von, da muss ich weg von, ähm, umzupolen in da muss ich hin. Da, da ist das Gold. Nicht hier, sondern da. So. Ja, die Und wie Bereitschaft. fühlt sich das an? Wie ist das Leben mit dem Tod? Für mich mh, verkörper ich mehr und mehr das Bewusstsein dafür, dass unser Sterbeprozess mit unserer Geburt schon beginnt. Wir kommen auf die Welt und es ist klar, dass wir sterben. Unsere Gesellschaft, also gerade hier in der Kultur, in der wir leben und aufwachsen, gibt es eine riesengroße Verleumdung. Der Tod wird verleumdet, weil diese Angst vor dem Schmerz, der mit dem Tod verbunden ist, sei es jetzt der körperliche Schmerz, ähm, aber auch der ganze emotionale Schmerz, weil der irgendwie gemutet werden soll. Ne? Und was dann aber passiert, ist, wenn wir nicht bereit sind, auch diesen Schmerz zu erfahren, der auch ein Ausdruck von Liebe ist, wenn wir nicht bereit sind, dass unser Herz bricht, ist die einzige Möglichkeit weniger Herz, weniger Liebe als Form von Sicherheit. Sicherheit
nicht in diesen Schmerz gehen zu müssen. Aber wenn wir den Schmerz und den Tod so von uns wegstoßen, dann haben wir auch keinen Raum für das Leben und für die Lebendigkeit, weil es ist eben alles und es ist eben alles da. Ja. Goosebumps. Mhm. Also denke ich, es ist an der Zeit, dass wir lernen zu sterben. Und nicht erst, wenn wir so alt sind, dass die Wahrscheinlichkeit größer wird, dass der Tod schon um die Ecke ist. Nicht erst, wenn wir krank sind und das Gefühl zu spüren bekommen, ja, dass unser Leben endlich ist, sondern ja, lernen zu sterben. Lernen auch den Schmerz und die Trauer anzunehmen. Und dann erweitert sich die Kapazität für die Liebe, die dahinter und darunter liegt, die immer da ist. Ja. Und das Zweite, Was was ist so ich dein... gelernt habe am Wochenende, Ah ist ja. Mhm. nämlich auch gut und passt sehr gut dazu, ist, mh, viele Menschen, denen ich begegne, sie wünschen sich mehr Fülle in ihrem Leben. Es scheint so eine allgemeine Sehnsucht zu sein, mehr Fülle. Egal, ob es im finanziellen, im partnerschaftlichen Bereich, was auch immer. Und mehr Fülle gibt's nicht. There isn't such a thing as more abundance. Wenn was voll ist, ist es voll. Und wir können in dieser Sehnsucht verharren. Und die Sehnsucht hält uns immer in einem Mangel. Dann sind wir immer darauf fokussiert, was fehlt. Und ich finde es viel spannender zu lernen, wie können wir denn Platz schaffen für die Fülle, die ja da ist. Und das ist eine aktive Handlung. Raum machen für die Fülle. Also auch angedockt an das, was du gesagt hast. Wie können wir diese Türen öffnen? Wie können wir unsere Kapazitäten erweitern? Das gilt zu lernen. Nicht die Frage, wie können wir mehr Fülle generieren? Wie können wir überhaupt erstmal Platz schaffen, damit die Fülle ja wahrgenommen wird? Und um diesen Platz zu schaffen, müssen wir was hergeben. Wir müssen Platz in uns schaffen für die Fülle. Und ich denke, dazu gehört, dass wir ein paar Grenzen, die uns Sicherheit generieren, aufbrechen und aufsprengen und dass wir die Grenzen erweitern. Also mehr Lebendigkeit, das Gefühl von Lebendigkeit, die Lust, lebendig zu sein, in die Präsenz holen. Und die Grenzen erweitern, die uns sicher fühlen lassen. Und dann gibt es Platz für Fülle. Ich bekomme voll Goosebumps die ganze Zeit, wenn ich dir Total zuhöre. potent. Ja. Es ist mega gut. Und es fühlt sich so an, wie du fängst an, so diese Todesweisheit so richtig zu verkörpern, bis zum Art wie ein Kanal dafür, der das so mehr in die Welt rausträgt. Ja. Und ich habe mich noch gefragt, so gibt es von diesen zwei neuen Weisheiten auch so
konkrete Grenzen, die gerade für dich selber in deinem Leben so nach Expansion schreien? Ähm, oder ist es gerade so, dass es wie so angekommen ist bei dir, dass es sich in deinem Leben gerade schon so, so ähm, einfach automatisiert hat? Hm. Ich glaube, dass der große Shift schon passiert, dadurch, dass diese Weisheiten so wie so präsent zu mir kommen und ich dann schon merke, dass mein System sich verändert. Es verändert sich was. Und das passiert sofort in dem Moment, in dem diese Sätze landen. Und ich dann finde, okay. Und es gibt mir Zuversicht. So, okay, ja, ich bin sicher. Ich bin sicher, weil ich auf meine Reaktionsfähigkeit vertrauen kann. Und meine Reaktionsfähigkeit kann ich immer weiter ausbauen. Das ist super cool. Und ich bin nicht abhängig von irgendwas, was im Außen passiert oder nicht passiert. Und das führt automatisch dazu, dass ich mehr Verantwortung übernehme, beziehungsweise auch mehr dafür einstehe und es sich viel leichter anfühlt als jemals zuvor. Und für mich war es hat immer so was Belastendes gehabt, so, boah, Verantwortung übernehmen. Ich bin Mutter von 2 Kindern, ich habe eine riesen Verantwortung. Ich bin verantwortlich und das gibt für mich auch so einen Schuldaspekt. Ich bin schuld, wenn irgendwas nicht läuft, weil ich trage die Verantwortung. Und das ist es nicht. Davon bin ich jetzt wie abgenabelt. Und das ist super cool. Nein, ich bin nicht schuld, wenn irgendwas nicht gut läuft. Wenn irgendwas nicht gut läuft, dann kann ich darauf vertrauen, dass meine Reaktionsfähigkeit weiter geschult wird. Und dafür braucht es Momente, die herausfordernd sind und die einfach nicht gut laufen. Und es braucht auch die Gefühle, die damit einhergehen, wie, wow, jetzt habe ich aber wirklich ein bisschen Angst, weil Angst, ich will nicht weg von der Angst. Ich will Angst nicht ausschließen aus meinem Leben. Ich brauche die Angst. Nur möchte ich die Angst nutzen als Motor, der mich aktiviert, anstatt als Antidepressiva, das mich lahmlegt. Und das ist ein Unterschied. Ja. Und beispielsweise, um Raum zu schaffen für Fülle. Ich bin das klassische Beispiel von, ich kann nicht gut mit Geld umgehen und Geld ausgeben fällt mir leicht. Geld zu behalten und genug Geld zu haben, um meine Rechnungen zu bezahlen, ist für mich schwierig. Ähm, Deswegen ist es jetzt für mich dran, das anzuwenden auf diesen Bereich. Und auch davon auszugehen, es ist genug Geld da. Fülle bedeutet nicht viel, sondern Fülle bedeutet genug. Weil viel und viel mehr und ich will mehr und mehr, das hat einen gierigen Aspekt. Und da möchte ich nicht hin. Das brauche ich nicht. Ich brauche nicht viel, 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 viel mehr. So, alles zu mir. Aber ich brauche genug. Und um den Raum zu schaffen, damit, dass ich genug habe, muss ich in meinem Glaubenssystem ein bisschen was ändern und auch ein bisschen in meinen Gewohnheiten. Und da bewusst hinschauen. Beispielsweise, wofür gebe ich das Geld aus? Sind die Dinge wirklich, wirklich wichtig? Und auch Verantwortung zu übernehmen, dass da, wo ich Geld generiere, dass ich genug Geld generiere und nicht viel zu wenig. Und das kann ich auch wieder aktiv tun, weil es wird nicht vom Himmel regnen. Ne? Ich darf das generieren, ich darf das manifestieren, ich darf was dafür tun und auch was dafür geben. Das heißt, mehr Energie reingeben, dass ich genug habe. Und ja, und ja, dieser Wandel hat schon begonnen und es ist auch ein Prozess.
Und das verändert im Moment meine Beziehung zum Geld beispielsweise. Und führt mich auch dazu zu sagen, zum Beispiel bei Kooperationen, die schon länger bestehen, dass ich sage so, hey, schau, so wie wir unser Einkommen aufgeteilt haben, projektbezogen, es stimmt für mich nicht. Ich brauche das. Und dann gibt es eine Diskussion und dann gibt's eine Verhandlung darüber, dann suchen wir Lösungen miteinander. Aber ich finde mich nicht mehr ab mit, aha, ich habe das und das ist wenig. Mm, Jetzt muss ich mich total anstrengen, irgendwie mehr zu generieren, damit es reicht. So, ich kann auch da ansetzen bei dem, was ich habe und bei dem, was schon besteht. Wie kann ich mehr Raum schaffen? Ja, 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 das öffnet so mein Herz, wenn ich dir zuhöre. Das ist mega schön. Und ich mag so, was du gesagt hast, dass es ein bisschen ein größerer Prozess ist noch. Und das spüre ich auch so. Da hat es noch viel Substanz drin. Und bin mega gespannt, wie so diese zwei Dinge nochmal zusammenkommen von dem, von der Medizin vom Tod und dieser Fülle. mhm, Und wie, ja, ah, geil. ja. Es fühlt sich für mich so an, als wäre es dran, dass ich ganz aktiv dafür sorge, dass mehr Platz in mir entsteht, dass ich dem mehr Raum gebe, was wirklich wichtig ist in der Essenz. Und dazu gehört auch, dass ich etwas opfere. Ja. Und wirklich opfern. Opfern ist auch was Aktives. Boah, ich gebe was weg, woran ich mich eigentlich festhalten will. Ich gebe was weg, was mir eine Art von Sicherheitsgefühl gegeben hat die ganze Zeit. Ich muss was aufgeben, was mich klein hält und was die Tür geschlossen hält für Fülle und Lebendigkeit und Tiefe. Und das bedeutet für mich, dass ich die Limitationen, die ich mir selber gesetzt habe, weil sie bequem und komfortabel und bekannt und vorhersehbar sind, dass ich diese Limitationen breche. Und das sind nur meine Grenzen. Die sind nicht von der Umwelt. Ich bin nicht von der Umwelt eingezäunt. Geil. Mhm. Und für mich hat es auch was damit zu tun, mit dem Aspekt von, ja, ich habe auch immer wieder festgestellt, dass gerade für viele Frauen so das Thema Empfangen ein grundlegendes Thema ist. So bist du überhaupt offen zu empfangen? Und empfangen, wir sind so ha, ich biete das, ich bin im Service. So, das ist was, was anscheinend für viele Frauen so jahrhundertelang einfach die Aufgabe war, dafür zu sorgen, dass der Haushalt geregelt ist, die Kinder groß werden. Und der Aspekt des Empfangens ein bisschen hinten weggekippt ist. Und ich finde auch, Empfangen ist was Passives. Und es gibt dann diese Sehnsucht, die aufkommt oder auch bei mir aufkam, so, hey, ich mache doch so viel und ja, ich bin offen zu empfangen. So kann ich nicht bitte jetzt auch empfangen. Empfangen ist aber passiv und für mich hat Empfangen auch ein bisschen so was Opfermäßiges. Und ich habe dieses Bild von mir als Bettlerin, die die Hände offen hält und so, oh komm, kann ich jetzt bitte einfach was bekommen, ohne irgendwas dafür zu tun?
Und es ist eine wunderschöne Erfahrung, auch einfach mal zu empfangen. Ähm, und gleichzeitig, ja, bringt es mir denn wirklich was? Ich denke, was ich lernen darf jetzt, ist viel mehr zu nehmen und dafür einzustehen und wirklich aktiv in meiner Kraft zu sein. Und wenn ich in meiner Kraft bin, dann kann ich kreieren. Und dann kann ich auch nehmen und generieren, was ich brauche. Und wenn ich nur offen bin zu empfangen, dann bin ich wieder abhängig, weil dann bin ich abhängig, dass mir jemand gibt. Und meine Kraft liegt aber in meiner Unabhängigkeit. Und meine Unabhängigkeit wirklich zu verkörpern, bedeutet, ich muss Verantwortung übernehmen. Das heißt, ich muss nehmen, was ich brauche. Und dafür darf ich was tun. Ja. Yeah. Das ist so geil. Das erinnert mich mega an eine Übung, die wir mal gemacht haben über weibliche Hunter-Skills. Also Weibliche was? weibliche, Du hast ein wie bisschen sagt man halt, abgehört. Jagd. Okay. Weibliche Jagdmechanismen. Ähm, Ah, währenddem zum Beispiel so eine männliche Sexualität so voll weiß, also voll so aus sich rausgeht zu etwas hin und so findet, das ist jetzt mir. So machen eigentlich, also funktioniert die weibliche Sexualität so auch, ist auch ein Machen. Und man definiert es aber nicht als Machen. Aber man ist da und man zieht an. und, man, und man muss etwas machen dafür, dass, dass man angezogen wird, so wie die Blumen die Duftstoffe verteilen und dann kommen die Insekten und die Spinnen, die jetzt und so. Es soll alles irgendwie so diese weibliche Qualität, die nicht einfach ist, die nicht passiv ist. Aber wir wollen sie als passiv, also wir definieren sie im Moment noch als passiv und das ist, ja, ich höre dich damit, dass das nicht ähm, gesund ist, ähm, diesen Aspekt als passiv anzuschauen. ja, ja, genau. Das ist geil. Ah, ja. Mhm. Cool. Gibt es gerade noch was, das du noch teilen magst für heute? Für mich fühlt sich auf den Punkt an für heute. Mhm. Mhm. Geil.